Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, besonders liebe Porsche-Freunde. Wir haben hier heute eine absolute Rarität, ich glaube, die gar nicht erkannt wurde. Das ist nämlich ein Emery Porsche aus USA mit E geschrieben. Die Firma Emery gibt es seit Jahrzehnten. Die machen Spezialwagen. Die nehmen ein Porsche 356, in dem Fall ist es ein A-Cabriolet, und machen daraus einen Rennwagen. Und mittlerweile sind diese Autos so begehrt, dass sie teilweise in Auktionen oder auf Auktionen bis 800.000 € erzielen. Das hat mit dem Auto gar nichts zu tun mit dem Preis, aber das ist einer der ersten Emery Porsche mit einer Wahnsinnsleistung. Das Auto hat alle Details und alle Zutaten, die es braucht für einen richtig scharfen Wagen. Da könnt ihr die Nordschleife auf Nürburgring mitfahren. Der läuft 200 Sachen, obwohl er Baujahr 58 ist, hat 135 PS, hat 4 Scheibenbremsen und Speedster Sportsitze. Also was da alles drin ist, das zeigen wir euch gleich mal. Das hier ist eine Rarität für Fahrer und vor allen Dingen, ich sag mal, der Wagen ist noch gar nicht entdeckt. Das ist ein echter Emery und was das heißt, das zeigen wir euch jetzt. Ja, jetzt schaut mal hier, was das heißt. Absolutes Lenkrad hier für Schnellfahrer, hat einen 120-Meilen-Tacho. Schaut euch mal die Gurte an, das sind reine Renngurte für die Rennstrecke. Also das hier ist ein richtig scharfes Renngerät und ich bin jetzt richtig gespannt. Normale 356 ist die normale 356 und der schärfste ist ein Carrera, ein 2-Liter Carrera. Aber der hier hat mehr und das hören wir uns jetzt mal an. Ich bin echt gespannt. So, auf geht's. Ja, das ist jetzt einmal richtig wieder was für mich hier. Eine absolute Sonderanfertigung. Das Verrückte ist ja, das ist ja hier eigentlich ein Cabriolet. Und die haben hier ein festes Coupé-Dach draufgeschweißt. Das könnt ihr hier vorne sehen. Aber das kann man natürlich ändern. Könnt ihr abnehmen, denn das ist wieder ein 356a Cabrio. Aber jetzt ist das erstmal ein richtig scharfes Teil. Das hört man auch schon am Sound. Und ich glaube, es ist ein Auto, das wird uns die nächsten Minuten gleich richtig Spaß machen. Ah ja, geil. Also das ist ja wohl klasse hier. Ah. Der klingt ja richtig böse. Böse, böse. Heißes Teil. Also der läuft aber mal richtig. Das ist ein absolut scharfes Auto. Ein Auto muss bei mir laut sein und Kraft haben. Und das hat er hier. Auto hat ein super Fahrwerk, hat tolle Bremsen, merke ich sofort, hat 4 Scheibenbremsen. Der Wagen kommt aus Oregon, USA. Die sind mittlerweile absolut eine Besonderheit, diese Autos. Und schaut euch mal an, wie toll das gemacht ist. Hier Fire, hier neuwertige Originalarmaturen. Das sind die Armaturen, die im 356 auch sind. Dreht bis fast 7000. Daran merkt ihr schon, dass das ein verschärfter Wagen ist. Das Auto ist Baujahr 58, also der Wagen ist schon etwas über 60 Jahre alt. Aber wer einen richtig scharfen 356 haben möchte, da ist das hier das Richtige. Oh ja. Also das Auto hat einen Lärmpegel wie ein Düsenjet beim Start. Das kann ich dem Wagen schon mal bescheinigen. Interessant, da hinten tun ja 4-Zylinder Boxermotor ihre Arbeit mit 1600 Kubik, aber halt 135 PS. Und das ist für einen 356 eine ganze Menge. Und zwar ist das deshalb eine ganze Menge. Das Auto wiegt nämlich nur 800 Kilo. Die haben hier drin noch alles weggelassen. Die haben hier hinten also alles praktisch rennfertig gemacht. Und deswegen geht das Ding so ab. Übrigens hat der Wagen Überrollbügel hinten.
Also wenn man sich damit mal ins Gelände bewegt, andersrum, wird das abgefedert, Auto ist sicher. Also aus meiner Sicht so ein richtiges Spaßmobil, wo man richtig mit abgehen kann. Und wie gesagt, interessant ist, dass das ein Emery ist. Und die sind im Moment total gesucht, diese Autos. Es gibt keine. Und ich zeige euch gleich mal ein Foto. Da ist so ein Wagen doch allen Ernstes für 800.000 $, jetzt kürzlich weiter versteigert worden. Natürlich ein Wahnsinnskurs. Ja, er geht schon nach vorne. Also da bewegt sich was. Ah, da geht er richtig. Merkst du oben rauf? Ja, jetzt so nach den ersten Fahrmetern merkt man, dass es wirklich eine reine Rennmaschine ist. Ein Auto, wo er wirklich richtig scharf fahren kann. Er ist bretthart. Er hat ja ein Rennfahrwerk unten drunter. Ihr könnt hier vorne sehen, damals wie beim Speedster, damit keine Lichter vorne kaputt gehen, dann hat er hier die Speziallampen, auch ganz besondere Marken, teuer. Hier vorne die Rennverschlüsse an der Haube, hier vorne ein Loch in der Haube. Das heißt, wenn getankt werden soll, müsst ihr nicht erst einen Deckel aufmachen, wie das damals noch nötig war. Zack, drehen und gleich rein. Also ich sag mal, die ganzen Details an dem Auto, alles rennmäßig, alles renntechnisch. Und optisch sieht das Auto absolut klasse aus. Er hat hier vorne auch jede Menge Einschläge. Da ist nichts nachlackiert oder so. Der ist eben echt im Einsatz gewesen. Das Auto ist gefahren und wenn ein Auto gefahren ist und ein Rennteil ist, dann muss der authentisch aussehen und das tut er. Das fährt er auch, also läuft er auch. Ist sehr, sehr hart gefedert, muss ich sagen. Das habe ich eben gerade gemerkt. Ihr seht ja, er hat Rennbereifung drauf. Ich meine, man kann, wenn man sagt, ich möchte ein 356a Cabrio haben, das kostet ungefähr heute 170.000 €, macht man das Dach ab und macht wieder das draus, was es mal war. Aber jetzt ist es halt eben dieses Rennteil und das ist was Besonderes. Der Wagen hat absolut Charakter, also mir gefällt sowas. Und er geht richtig los. Also was ich eben gemerkt habe, ab 4.000 Umdrehungen zieht er richtig ab. Aber ich würde empfehlen, also manchmal, wenn man länger fährt, Ohrstöpsel sind da rangebracht. Auto ist richtig laut. Hat hinten eine Rennauspuffanlage, könnt ihr sehen. Wie beim 1500er GS GT, der sieht eigentlich genauso aus. Und ich denke mal, der hat auch die gleiche Leistung. Aber das Auto kostet ja deutlich weniger. Der Wagen liegt um 150. Das ist das, was man sich vorstellt. Und das finde ich, also wenn ich hier die Auktionsergebnisse sehe, und das möchte ich euch doch kurz mal zeigen, was das eigentlich bedeutet. Schaut mal hier. Das ist ein Emery. Der ist auch so gebaut, das ist auch ein 356. Das Auto ist gegangen für 800.000 $. Und mit solchen tollen Preisen, damit macht man sich einen Namen. Das ist ein Emery, einer der ersten. Das ist was, also aus meiner Sicht ist das ein Geheimtipp. Ein 356 und ein A-Cabrio kostet 170, sagen wir mal. Also das könnt ihr auch wieder zurückbauen alles. Dann ist der immer noch günstiger. Also wie gesagt, spezielles Auto, klasse lackiert übrigens auch. Hier hinten steht drauf, das ist ja noch, so war das ja mal, 1600 Super, dann 356 Outlaws, was das heißt, weiß ich nicht, aber ich kann mich an Heiermann erinnern, das war das 5-Euro-Stück, 5 D-Mark-Stück, vor 25 Jahren sah das aus, was das hier jetzt soll, Reichsadler, weiß ich nicht so ganz, aber ist auch egal. Also der Wagen ist total sportiv getrimmt, hat einen riesen Sound und ich kann euch sagen, das ist was keiner hat. Finde ich manchmal nicht unwichtig. 356er gibt es ja genügend, aber das Auto hat eine absolut eigene Marke. Mir gefällt er total. Tolles Teil. Wir fahren jetzt mal weiter. Das Tolle ist, dass sie das mit einem 1600er Motor machen. Das ist schon geil. Also fahren, das macht Spaß mit dem Auto, gar keine Frage. Kann ihm richtig Gas geben, er geht richtig los hier. Oh, das hört sich aber giftiges Teil, mein lieber Herr Gesangverein. Der geht aber richtig los. Also da kann man richtig Gas geben mit dem Auto. Also 356, ich sag euch mal, 2 Liter GS fährt auch nicht schneller. Und das Auto kostet ein Viertel vom 2 Liter GS. Und dann ist der sensationell schön gemacht, hat diese tolle Farbe. Also Maschine hört sich richtig giftig an.
Geiles Auto. Hat richtig Spaß. Also wer einen individuellen Rennwagen möchte, da ist das hier genau das Richtige. Das ist Porsche in seiner Urform. Geiles Teil. Also das Tolle ist, dass das Auto sehr gut bremst, hat einen guten Geradeauslauf. Man liegt wie ein Brett auf der Straße. Also mit dem Auto kann man richtig schnell fahren. Mit dem Auto kann man durch die Alpen brettern, über den Nürburgring. Das ist alles möglich mit dem Wagen. Ich habe mal so ein bisschen den Eindruck, dass der mal wieder die Rennstrecke braucht hier. Man spürt, dass er jetzt immer freier wird. Das passiert immer, wenn Autos an und aus, an und aus, an und aus gemacht werden. Aber ich sag mal, wie der gebaut ist und wie der gemacht ist, Auto geht klasse. Das ist so ein richtiges Rennteil, ein richtiges Renngerät. Zieht gut durch. Da ruckelt er ein bisschen und dann geht's los. Ja. Er läuft richtig, doch. Gehen tut er richtig. Hat so richtig Laune, doch. Also wir haben jetzt hier noch so einiges entdeckt, was wir euch kurz mal zeigen möchten. Einmal hier vorne, schaut mal an, wie viel Rennen der mitgemacht hat. Das haben die hier alles draufgeklebt. Schaut mal hier, das sind die ganzen Rennen Daytona. Der ist ja überall dabei gewesen, hier vorne auch. Auto hat also richtig Renngeschichte, der Wagen war richtig im Einsatz. Das spürt man auch. Hier vorne hat er vom Porsche 904 das Instrument, schaut mal bitte hier vorne. Dann diese absoluten irren Yokohama-Reifen da drauf, haben wir eben gerade entdeckt. Also alles rennmäßig, also alles so, der Wagen ist wirklich nur im Einsatz gewesen. Also wenn einer von euch Lust hat, Rennstrecke zu fahren, damit geht das, der hat richtig Dampf, der Wagen. Wie gesagt, 200 Stundenkilometer so für so einen Porsche finde ich nicht wenig. Und bei dem Einsatz, also normalerweise zahlt ihr für so einen Einsatz, für so viel PS, Hunderttausende von Euro. Das ist hier nicht der Fall. Und original mal geboren als 356a Cabrio 1958. So ein Wagen kostet heute drumherum 170.000 Euro und er ist noch günstiger. Also eine ganz interessante Okkasion, wie ich meine. Sieht absolut verschärft aus. Rennmäßig, war immer im Einsatz, läuft klasse. Geht wie die Sau, sage ich mal. Das muss ich wirklich sagen. Es hat mir eben einen Riesenspaß gemacht zu fahren. Und schaut euch mal an, wie der aussieht. Das ist doch wirklich ein Unikum. Also wirklich was Besonderes, was es so normalerweise nicht gibt. Jetzt will ich aber mal gucken. Ich mache mal vorne hier die Laschen auf, was sich da drunter verbirgt. Ah, jetzt haben wir es. Ja, Spezialtank, Renntank hat er auch. Sieht ja normalerweise anders aus. Hier vorne ist übrigens die Fahrgestellnummer von dem Auto. 150.601. Wenn man da vorne reinguckt, da ist er leicht zerknittert. Ich glaube, da ist er mal wogegen gerollt. Das ist nicht so ganz hundertprozentig in Ordnung, aber bei so einem Rennauto ist das, glaube ich, auch relativ egal. Aber hier ist alles in Ordnung, links und rechts. Da ist er restauriert, das sieht man, aber das ist schon lange her. Und hier sicherheitshalber, dass er auf keinen Fall auffliegt bei hoher Geschwindigkeit. Mit diesen schönen Schlaufen. Ja, Porsche 356, was man daraus alles machen kann, das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Tolles Auto, Rennspiegel dran, die Steinschlag geht da vorne, Spezialfelgen. Also ich sag mal, der Wagen ist wirklich außergewöhnlich. Und ja, ach ja, Motor müssen wir auch noch aufmachen, ne? So, ich zeige euch jetzt, wie man den aufmacht. So, jetzt guckt mal da hinten rein. Also man sieht auch, dass das alles in der Mache gewesen ist. Hier auch entsprechend größere Gitter für die Entlüftung, weil so ein Ding wird ja richtig heiß. 1600er Maschine, 4-Zylinder Boxer, luftgekühlt, 135 PS, das ist richtig viel.
und damit fahren die 800 Kilo 200 Stundenkilometer. Also das ist eine richtige Rennsemmel. Auto, was Spaß macht. Ja, jetzt zu haben bei uns in Beuerberg, das heißt, wir fahren hin, jetzt gleich nach Rosenheim ins Schaufenster. Das Auto ist so verschärft, das muss man sehen. Da kann ich auch sagen, da gibt es absolut Fans für. Ach, da steht ja sogar Emery. Ach, guck mal hier, das habe ich ja eben gerade entdeckt, wusste ich gar nicht. Die haben ja sogar einen Aufkleber hier drauf. Schaut mal da. Da, Emery, da steht es ja sogar drauf, habe ich jetzt erst gemerkt. Hier, cool, was? Da haben wir es, ein originaler Emery. 356 Rennmaschine aus dem Baujahr 1958. So, und das ist das Hardtop, das sei noch mal ganz kurz gezeigt hier vorne. Das ist da drauf gearbeitet worden, das gehört da eigentlich nicht drauf, denn das ist eigentlich ein Cabrio gewesen. Aber bei dem Einsatzzweck hier, wirklich Rennen zu fahren, ist das natürlich sinnvoll. Hat übrigens Plastikscheiben, hier könnt ihr an der Lederlasche sehen, wie im Rennsport. Das wird hier aufgemacht und dann hochgezogen. Das sind die Plastikscheiben aus Gewichtsersparnisgründen. Die sind da drin. Machen wir wieder fest. So sieht das aus, wie bei einem Rennwagen. Auto hat natürlich, um das mal zu sagen, der war im Rennbetrieb, er ist hier überall so ein bisschen abgeschraubt und so, hat überall so kleine Stellen, aber ich sage mal, bei so einem Auto wird das ja verziehen, das gehört ja fast dazu. Also in dem Moment, wo man diese kleinen Schönheitsfehlerchen beseitigt, hat das Auto nicht mehr diesen tollen Charakter. Man merkt ja, dass der richtig schon gelebt hatte, dass der richtig hergenommen wurde. Also da was neu lackieren, da hat er da was in der Tür und da hat er einen Kratzer und hier so eine kleine Stelle. Würde ich alles lassen, ist über 20 Jahre alt, rostet überhaupt nicht. Also ich finde den voll cool, den Wagen. Er hat auch richtig ein Gesicht. Er sieht richtig gefährlich aus und so fährt er sich auch. Also wenn man da drin fährt, er hört sich an wie ein ganz großer mit 600 PS. Das ist mir eben aufgefallen. Ja, cooles Teil. Echt ein cooles Auto. Was vielleicht zu guter Letzt noch wichtig ist, das Auto hat ein deutscher Sammler aus Amerika rübergeholt. Man hat ihn hier auch zugelassen, ist ihn hier auch gefahren. Das Auto hat ein H-Kennzeichen und er kann jederzeit zugelassen werden und gleich bewegt werden und abfahren. Das geht, ist gar kein Problem. Kommt auch kein Zoll drauf, das ist alles gemacht. Also eins steht einmal fest, wenn ich denke, wie viele Probefahrten wir jetzt schon gemacht haben. Also wir haben wirklich viele verschiedene Autos gefahren. Ne? Das ist ja echt interessant, wie verschieden die alle tatsächlich sind. Ne? Ein Thema und tausende Variationen. Unglaublich. Wenn man sich die Autos heute anguckt, ist das alles das Gleiche. Aber wenn man diese alten Geräte hier, da war jedes Auto anders. Jedes Auto hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Art bedient zu werden. Das ist jedes Mal wieder neu spannend. Also wirklich spannend und aufregend und macht Spaß. Es ist eine echte Herausforderung. Und das ist es eigentlich. Das ist richtig eine Aufgabe. Absolut faszinierendes Thema. Ja, liebe Freunde, da sind wir in unserem Laden in Rosenheim. Ich darf mich kurz verabschieden. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit dieser wirklich außergewöhnlichen Probefahrt. Ich fand es voll cool. War was ganz Besonderes, dieser Porsche, dieser Renn 356. Ich verabschiede mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wir sehen uns bald. Euer Stefan Luftschütz und ciao.